Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und wie ihr vielleicht wisst, war ich Fuji X100 Mark VI User der ersten Stunde. Ich hatte die Kamera wirklich sehr zeitnah bekommen und habe die auch wirklich sehr ausgiebig benutzt, war damit sehr zufrieden. Und dann kam dieses Modell hier, die Kenner unter euch haben es vielleicht schon erkannt, die Fuji X-E5. Und wir haben hier, wenn man mal grob drüber blickt, eigentlich eine Kamera, eine X100 Mark VI mit Wechselobjektiv. Ich wollte mir das natürlich genauer anschauen. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, die Kamera mal länger zu testen. Ein großer Dank geht hier wieder an Fotoprofi Ludwigsburg, welche mir die Kamera wirklich für eine längere Zeit zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, ich war eigentlich der Meinung, wir haben hier eine X100 Mark VI mit einem Wechselbajonett. Da lag ich aber ein bisschen falsch. Und was ich da jetzt so ein bisschen dran erkannt habe, was da wirklich die Unterschiede sind und auch in der Benutzung, das möchte ich euch jetzt natürlich mal mitteilen. Und natürlich auch die Frage, ist diese Kamera hier die bessere X100 Mark VI? Und wenn wir da mal die Größe betrachten, dann sehen wir hier, ich habe hier das 23 mm mit der Blende 2.8 drauf und es gibt sich von der Größe zur X100 mal überhaupt gar nichts. Also das sind wirklich Nuancen, wo ihr da einen Unterschied entdecken könnt. Die Kamera hier passt genauso gut in eine Jackentasche bzw. in meine Hoodie-Tasche. Ich hätte da also 0,0 Probleme damit, die Kamera als Ersatz für die X100 Mark VI zu nutzen, weil sie von der Größe her und auch vom Gewicht her sich da, wie gesagt, echt erstmal nicht so viel geben. Wenn man dann aber mal genauer hinschaut, dann kann man schon Unterschiede erkennen, die es einem schon nicht mehr so leicht machen, sich vielleicht für die Kamera oder auch für die andere Kamera zu entscheiden. Und ja, wie gesagt, da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Wir können mal direkt starten mit dem Sucher. Wir haben hier einen Sucher, einen LCD-Sucher, einen elektronischen Sucher. Bei der X100 Mark VI, da haben wir ja diesen Hybrid-Sucher, also elektronisch und eben auch optisch. Und das hat Vorteile wie auch Nachteile. Beziehungsweise in dem Vergleich hat es für die X100 Mark VI eigentlich nur Vorteile. Der Sucher bei der X100 Mark VI, wenn ihr den elektronisch benutzt, hat eine höhere Auflösung, 3,69 Millionen Dots, glaube ich. Die Kamera hat 2,37, 2,39 oder so Millionen Dots. Und das ist dann natürlich schon mal ein kleinerer Unterschied. Den bemerkt ihr jetzt nicht auf Anhieb, weil es ist nicht so, dass ihr mit der X106 dann einen 5,7 Millionen Dots Sucher habt oder sowas. Da wäre der Unterschied dann schon gravierender. Aber ein bisschen erkennt man den Unterschied dann natürlich. Und ihr habt natürlich an der X100 Mark VI auch den Vorteil, es ist auch ein optischer Sucher. Das heißt, ihr könnt den als optischer Sucher benutzen und dann seht ihr natürlich ein bisschen mehr, auch außerhalb von eurer vom Sensor erfassten Bildebene bzw. eben den Bildausschnitt. Da könnt ihr also ein bisschen besser vielleicht euren Ausschnitt festlegen bzw. ihr seht, wenn was ins Bild kommt. Vom Sucher her sage ich aber mal, das wäre überhaupt gar nicht das Problem, dass ich da sagen würde, die Kamera ist jetzt schlechter oder besser oder wie auch immer. Da sind wirklich die Unterschiede so klein und wenn ihr eben keinen optischen Sucher braucht, dann werdet ihr da auch fast keinen Unterschied feststellen können. Ein bisschen ein anderer Unterschied ist dann beim Display hinten. Auch das Display ist an der X-E5 ein bisschen schlechter von der Auflösung her und so weiter. Erkennt man schon ein bisschen. Ihr habt hier aber den Vorteil, ihr könnt das Display um 180 Grad schwenken. Das heißt, ihr könnt es hier so hochklappen und damit habt ihr dann auch so einen kleinen Selfie-Modus beziehungsweise eben zum Vloggen, wenn ihr das zum Videoaufnehmen benutzen wollt, habt ihr da eben einen größeren Vorteil. Inwieweit man die Kamera zum Vloggen nutzt, ist natürlich schwierig zu sagen. Deswegen auch beim Display würde ich sagen, es ist vielleicht nicht so der ausschlaggebende Punkt, ob man sich jetzt für oder gegen so eine Kamera entscheidet. Auch beim Sensor geben sich beide Kameras nichts. Ihr habt da in beiden Kameras den 40-Megapixel-Sensor, der funktioniert an beiden Kameras sehr gut. Der macht euch ein schönes Bild, also das funktioniert wirklich klasse. Ihr habt bei der X-E5 beim Bildstabi eine höhere Angabe, also der ist mit 7 Stops angegeben in einem gewissen Bereich. Bei der X100 Mark VI geht es nur bis 6 Stops, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade mit dem Objektiv auch, also im gleichen Brennweitenbereich, ich konnte da keinen Unterschied feststellen. Ihr könnt also auch hier nicht sagen, ich entscheide mich für die oder für die Kamera aufgrund des Sensors. Und auch beim Autofokus würde ich sagen, da gibt es keinen großen Unterschied. Klar, die X-E5, die ist vielleicht ein Tick besser, da kommt es aber natürlich auch darauf an, was ihr für ein Objektiv benutzt. Da habt ihr halt die Möglichkeit, sehr schnelle Objektive zu nutzen und die werden dann eine X100 Mark VI schon in Schatten stellen, will ich es mal nennen. Also da könnt ihr schon doch deutlich mehr rausholen, aber es wird dann natürlich auch größer. Wenn wir das Ganze so betrachten, hier das 23 mm 2.8, ihr habt eine Blende weniger Lichtstärke. Da habt ihr bei der X100 Mark VI in dieser Größe natürlich dann schon einen Vorteil, dass ihr da eine Blende mehr Licht einfangt.
Da kommt ihr mit der Kamera hier auch nicht hin. Bei der X100 Mark VI konnte das Objektiv so ein bisschen in die Kamera gebaut werden. Das wird hier nie funktionieren. Deswegen habt ihr da eben den Vorteil, dass es kompakter bleibt. Ihr habt hier eben den Vorteil, ihr habt das Wechselbajonett und habt eben die Möglichkeit, vom Weitwinkel bis zum Telezoom alles nutzen zu können. Das müsst ihr da natürlich für euch festlegen, was ihr denn genau nutzen wollt. Wenn ihr mit der Brennweite der X100 Mark VI zurechtkommt und da überhaupt nichts anderes haben wollt, dann ist die X100 Mark VI da natürlich keine schlechte Wahl. Was einen größeren Unterschied macht, der für mich schon wirklich deutlich ausschlaggebender ist die Abdichtung und die Wetterfestigkeit. Die X100 Mark VI mit dem passenden Filterchen vorne drauf, beziehungsweise die passende Linse vorne drauf, ist ja wirklich sehr wetterfest und ich habe die ja auch schon wirklich im strömenden Regen genutzt. Die XE5 hat da einfach den Nachteil, sie hat keinen Wetterschutz. Das heißt, das Gehäuse ist nicht wirklich abgedichtet und ihr könnt da zwar WR-Objektive vorne drauf packen, also dann habt ihr den Wetterschutz beim Objektiv. Die Kamera an sich ist aber eben nicht abgedichtet und das kann ein sehr großer Nachteil sein, vor allem wenn ihr das Ding halt in jeder Witterung benutzen wollt. Und das ist für mich auch ein Punkt, wo ich dann sage, das ist wirklich sehr schade, denn die Kamera ist eigentlich auch dafür gedacht, gehe ich mal davon aus, dass man die wirklich überall hin mitnehmen kann. Und dann kann es natürlich auch mal deutlich schlechteres Wetter geben und dann tut so ein fehlender Wetterschutz schon deutlich weh. Auch fehlt euch hier an der Kamera der intern verbaute ND-Filter. Ihr habt ja bei der X100 Mark VI einen 4-Stop-ND-Filter und das hat schon Vorteile, natürlich beim Filmen, damit ihr euch die Verschlusszeit so ein bisschen eingrenzen könnt, aber eben auch beim Fotografieren, wo ihr mal eine längere Aufnahmezeit generieren könnt, wenn ihr den ND zuschaltet. Das fehlt hier an der Kamera natürlich auch. Jetzt ist es so, ihr könnt hier einfach einen Filter vorne draufschrauben. Deswegen ist das ein Punkt, der natürlich jetzt nicht wirklich groß negativ angesehen werden kann. Aber klar, ihr müsst euch erstmal einen Filter besorgen. Das kostet dann natürlich auch wieder ein bisschen. Was ihr dafür hier an der XE5 habt, ist dieses Modusrad, beziehungsweise nicht Modusrad, sondern das Filmsimulationsrad, wo ihr euch die Filmsimulationen einfach direkt umschalten könnt. Und ich bin ja immer ein Freund von Fuji und diesen Filmsimulationen. Die Kameras leben meiner Meinung nach davon, dass ihr eben JPEG out of cam richtig schöne Bilder rausbekommt. Und da ist dieses Rad hier schon, so ein bisschen was, das macht Spaß damit zu arbeiten, weil ihr könnt relativ schnell eure Filmsimulationen umschalten. Sowas fehlt mir zum Beispiel an der X106. Da müsst ihr euch erst ein Rad konfigurieren, wo ihr das Ganze dann umschalten könnt oder eben übers Menü. Das ist ja schon ganz toll gelöst und macht Spaß. Ist ein Pluspunkt für die XE5, lässt sich aber natürlich übers Menü auch an der X100 Mark VI relativ schnell ändern. Ein weiterer Pluspunkt für die X100 Mark VI ist natürlich der Zentralverschluss. Der bringt euch da Verschlusszeiten, vor allem beim Blitzen. Die erreicht ihr mit der Kamera hier auf gar keinen Fall. Und ihr habt hier so ein bisschen den Nachteil, die Kamera hier hat einen Blitz, das ist aber so ein LED-Blitz. Der reicht natürlich, um euch ein Gesicht aufzuhellen, bringt euch aber lang nicht den Effekt, den euch jetzt so ein richtiger Blitz bringen würde. Auch die Bildwirkung ist da beim Blitzen komplett anders, deswegen auch so der Blitzvorteil, sag ich mal, geht eher in Richtung X100 Mark VI. Jetzt ist natürlich die große Frage, ich habe sie am Anfang ja schon gestellt, ist die XE5 die bessere Kamera, eben durch das Wechselbajonett? Und da muss man natürlich sagen, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie ihr die Kamera nutzen wollt. Wenn ihr jetzt eine X100 Mark VI mit Wechselbajonett sucht, dann bringt euch die Kamera schon relativ viel, aber wie gesagt, Sucher und auch ein paar andere Sachen, vor allem der Wetterschutz, fehlen euch da natürlich. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ihr habt natürlich durch das Wechselbajonett einen größeren Vorteil. Durch den Wegfall vom Wetterschutz und so weiter habt ihr aber auch einen deutlich größeren Nachteil. Und deswegen würde ich da persönlich sagen, das müsst ihr für euch einfach selber festlegen, ob euch die Kamera hier vielleicht besser passt, eben weil ihr da mehr Variation bei der Brennweite haben könnt, oder ob ihr vielleicht das kompakte, geschützte der X100 Mark VI, ob euch das vielleicht besser gefällt, eben auch mit dem besseren Display, mit dem höher auflösenden Sucher und so weiter. Es macht schon so einen kleinen Unterschied. Preislich, je nachdem, mit dem Kit und so weiter, gibt sich das ja alles nicht mal so viel. Da müsst ihr euch also wirklich festlegen, wollt ihr lieber eine Kamera mit einer festen Brennweite, wo alles einen Tick besser ist, oder wollt ihr vielleicht eine Kamera, wo ihr einfach ein bisschen mehr dran rumspielen könnt, so ein bisschen mehr Variation, vor allem eben in der Brennweite haben könnt. Bei mir persönlich ist es jetzt der Fall. Ich habe eigentlich gedacht, die XE5 würde meine X106 ersetzen, mehr oder weniger. Einfach, weil
Das Wechselbajonett. Ich bin eigentlich ein Freund davon. Ich habe ja sehr viele Systemkameras, wo ich das Bajonett durchwechsel, beziehungsweise wo ich das Objektiv durchwechsel. Und die Möglichkeiten habt ihr hier natürlich auch. Jetzt nach der Nutzung habe ich aber eigentlich festgestellt, ich will eigentlich gar keine andere Brennweite als diese 23 mm. Und da bietet euch die X106 natürlich dann eine Blende 2 statt einer Blende 2.8. Und deswegen würde ich persönlich für mich schon sagen, ich glaube, ich würde weiter eine X100 Mark VI verwenden, auch wenn die Kamera hier sehr viel richtig macht. Aber wie gesagt, das müsst ihr für euch festlegen. Und das ist jetzt hier auch kein Review oder sowas, sondern einfach nur, ich habe das ausprobiert. Ich war kurz davor, die Kamera zu kaufen. Da hat echt nicht viel gefehlt. Habe jetzt aber festgestellt, sie ist vielleicht doch nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte, beziehungsweise sie bietet eigentlich das, was ich mir erhofft hatte, aber im Endeffekt brauche ich es vielleicht gar nicht. Und das ist sehr interessant. Das war jetzt auch für mich so zu merken, wieder sehr interessant. Klar, ich hätte gern dieses Film-Simulationsrad, das gefällt mir wirklich sehr gut. Das muss man bei der anderen Kamera dann einfach über die Software lösen. Das war es eigentlich auch schon von mir. Wie gesagt, die Frage wurde vielleicht nicht wirklich direkt beantwortet. Ich dachte eigentlich, die lässt sich ziemlich einfach beantworten, war dann aber doch nicht der Fall. Die Sonne geht jetzt hier auch unter, deswegen will ich das Video jetzt soweit auch beenden. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Ich konnte euch das so ein bisschen rüberbringen. Vielleicht konnte es eure Entscheidungsfindung ein bisschen unterstützen oder auch nicht, je nachdem. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare, was ihr da so dazu denkt, und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier kommt jetzt auch noch ein Tipps- und Tricks-Video zu der Kamera, damit man da natürlich das Menü so ein bisschen durchblickt. Da gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.